Wie oft muss ich in ein Zimmer gehen, um ein Zimmer zu haben? Was heißt das? Ein Zimmer bewohnen. Wie lange muss ich aus dem Fenster schauen? Welche Bewegung heißt, mir einen Ort aneignen? Ist es der Fall, wenn ich Postkarten, die Frau Lindner und ihren Sohn oder Arab Horsemen before Magnus darstellen, an die Wand hefte? Ist es der Fall, wenn ich mit einem Becher von der Tür zu den Gardinen laufe oder ein weiß-grünes Hemd zusammenfalte? Ich sehe gern während der Arbeit ein Stück Himmel, das sich nicht breiten kann. Dann tut der Raum alles, was getan werden muss. Der Nachmittag rückt vor und das Licht kommt quer über die Fensterbank. Ich schwöre auf die ganze Fläche vor mir und sage vielleicht, das ist hell, das ist dunkel. Kürzlich las ich südlich der Elbe Schülern einer 10. Klasse Gedichte vor. Ein Teil der Schüler stammte aus dem Mittleren Osten, ein anderer aus Hamburg-Wilhelmsburg. Nach der Lesung sagte eine Schülerin, ich höre mich sprechen, schau, ein Schallstrauch bewegt meinen Mund. Und jetzt mache ich einen Satz über die niedrige Hecke zu der stadtbeleuchteten Stelle hin. Ein anderer stellte sich vor ihre Worte. Ich ging irgendwo aus dem Haus und geradlinig hüpfte mir die Straße von den Fingern. Ich wusste nicht, wie kräftig ich war, mit der gültigen Flugbahn meiner Arme an den Seiten, als ich zu tun bekam mit den Plätzen vor den Häusern. Sie schienen sich spielerisch zu verfolgen, einmal deutlich getrennt, einander abwechselnd mit nahen Frauen und Kindern, dann sich annähernd, fast zusammenstoßend, dann wieder sich trennend, als überholten die Leichtesten die anderen. Und ein Schüler, der noch gezögert hatte, entgegnete in einer ähnlichen Übersetzung, du hast deinen Füßen mit diesen Stadtstraßenspäßen eine Freude gemacht. Aber hat es Füße je gegeben, die am Schuhende spielenden Zehen? Ich saß gestern am Hafen, manchmal überrascht von der Handbewegung eines Fisches oder einer Notiz, die in Wirklichkeit ein herscheinendes Landstück war. Über das Wasser strich ein leicht gewelltes Laufgefühl und strich Füße aus meinem Gedächtnis. Ich saß da ohne Spuren, aß einen Apfel und hörte meinen Pullover atmen. Von rechts oder links kamen die Schiffe in einer Art und Weise, wie die Kräne und andere Höhen entstanden, zogen die Wolken. Mit 4 Gasflammen hielt sich die Gemeinschaft der Höhen in Abendweite und leerte meine Schuhe aus.